Ja, ich sag dir, das ist echt irre, Mann. Ja, hallo. Also, ich muss mal wieder über Tapo ein Video machen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, weil Leute, die können ein Video nicht bis zum Ende sehen und meinen dann irgendwas zu behaupten, was sie aber selbst nicht ausprobiert haben, was sie unter bestimmten Bedingungen meinen, bei ihnen auch sicherlich zu Hause funktioniert, aber bei anderen eben nicht, was sie gar nicht nachvollziehen können. Aber dann wird aber sofort daraus Bullshit gemacht, ne? Also die Shitstorm-Presse wird dann angeregt. Das finde ich einfach fürchterlich. Kunden sind Verbraucher und wenn die dann das Problem haben, dass es nicht funktioniert, dann schreiben die Kunden darüber. So, also wir finden hier reichlich viel Informationen, wenn wir suchen. Und ich habe am Urlaubsort gesucht und habe zum Beispiel diese Tapo MyFAQ 66 General Questions about Tapo-Kameras gefunden. Unter anderem befindet sich hier ein Zusatz, der ganz klar, ich habe Playback und Download-Section, ne? Also was anzeigen oder herunterladen. Hier steht ganz klipp und klar ein Satz drin. Please note that for video stored on the micro SD card, you need to ensure that the phone and the camera are connected to the same Wi-Fi network before you can download them. Also, das betrifft auch den Playback. Darüber wird auch auf Reddit geschrieben, das ist wohl hier eine Übersetzung. Es gibt auch den Original Reddit-Artikel. Das kann man sich ja auch mal durchlesen. So, und da beschreibt derjenige sein Problem. Ja, und dann ist hier irgendwas vor 2 Jahren. Da hatte also diese eine Person eben auch das Problem. So, und da haben dann auch mehrere drüber geschrieben und haben geschrieben nein. Und der andere schreibt dann ja und der andere schreibt dann wieder nein. Also es ist so, dass wohl offensichtlich bei manchen Leuten Probleme aufgetaucht sind und die konnten also die Videos nicht übertragen, während andere wiederum keine Probleme hatten. Ja, da haben sich das um den Originalartikel. So, und man kann natürlich auch mal einfacher suchen, ja, wenn man mal Perplexity benutzt. Allerdings verlinkt die wieder nicht auf den Originalartikel. Ja, so, ich habe mehrere Anfragen vorhin gemacht. So. Ja, es wurde bestätigt, dass der Zugriff auf die auf der SD-Karte gespeicherten Videos, der Tapo C200, nur möglich ist, wenn sich das Gerät, mit dem der Zugriff erfolgt, im selben Netzwerk wie die Kamera befindet. Nutzer berichten, dass beim Versuch, Videos aus einem anderen Netzwerk herunterzuladen, eine Fehlermeldung erscheint. Dies bedeutet, dass ein direkter Zugriff auf die SD-Karte außerhalb des lokalen Netzwerks nicht unterstützt wird. Alternativ können Nutzer die SD-Karte aus der Kamera entfernen und die gespeicherten Videos auf einem Computer mit einem SD-Kartenleser ansehen. Es ist in den Tapo-Beschreibungen unterschiedlich geschrieben. Auf jeden Fall in meiner Bedienungsanleitung, die ich nach Hause mit dem Gerät beim Kauf bekommen habe, stand davon nichts drin. Und nochmal, ich habe das vorher ausprobiert im lokalen Netzwerk, ob ich auf meine Kamera zugreifen kann, ob ich mir die Videos angucken kann. Und nochmal, als ich am Urlaubsort war und der Eindringling in meinem Bereich drin war, konnte ich die Kamera fernsteuern. Ich konnte mir alles anschauen, konnte aber sehen, dass jemand drin war und bekam nur ein kleines Piktogramm, aber nicht ein Standard-Thumbnail. No, von einer Person. Ich konnte die Person darauf sehen, aber ich konnte das Video nicht übertragen. Und die Kamera meldete definitiv aus einem anderen Netzwerk nicht möglich. Um diese Zeit hat der Hersteller zig Updates gemacht. Auch das habe ich bereits geschrieben. Ja, da steht bei dem Video jetzt hier zu diesem Video ausreichend oft geschrieben. Man braucht sich doch nur mal die anderen Kommentare durchlesen. Also, ich verteufel überhaupt nicht die Kamera. Es ist einfach nur so, bei mir hat es nicht sauber funktioniert, als ich das Problem gehabt habe. Und damit ist für mich eine Sicherheitskamera, hat die nicht die Qualität
Qualität als eine Kamera, für die sie dann ausgegeben worden ist. So, und ich konnte es danach nie wieder feststellen. Ja, mag sein, dass es aus dem Hotel nicht funktioniert hat, aber andererseits, sage ich mal, ich habe das über das Wifi des Hotels probiert und ich habe es auch über meine normale über das G5-Netz probiert. Und in beiden Fällen habe ich zwar zur Kamera zu Hause eine saubere Verbindung bekommen, aber wie gesagt, nicht den Download konnte ich machen. So, und genau das habe ich hier jetzt zigmal geschrieben. Und das kann doch eigentlich nicht so schwer sein, sich einfach mal die Kommentare, die vorher schon gelaufen sind, durchzulesen, als irgendwie sowas zu schreiben wie hier wieder vor 5 Stunden. Weiß ich nicht, ja. Aber diejenigen haben selbst noch nicht einmal vernünftig recherchiert, anstatt einfach mal zu lesen und dann selbst zu suchen. Das ist von Tapo. Tapo.com. Diese Webseite einfach mal eingeben, runterscrollen und diese Aussage selber prüfen. Das kann dann irgendwann gewesen sein, dass Tapo das Programm dann geändert hat, die Applikation, dann war es plötzlich wieder möglich. Dann haben sie es wieder geändert, dann war es wieder nicht möglich. Das kann ich als Anwender nicht prüfen. Das kann nur Tapo wissen. Aber Tapo war ja zu nichts bereit. Die waren ja nicht hilfsbereit. Ich habe die ja angeschrieben. Ich habe ja nur eine dumme Antwort bekommen, wie jeder andere Kunde, der dann eine Anfrage macht und das war's dann. Damit kann ich nichts anfangen und deswegen habe ich das einfach mal entsprechend darüber berichtet. Und jetzt habe ich das dann nochmal klargelegt und ich hoffe, dass das dann für jede, die sich dann mit der Tapo dann beschäftigen, dann einleuchtend ist. Dass es vielleicht bei 20.000 Kameras gut funktioniert und bei 10 Kameras funktioniert es dann gar nicht. Und wenn bei euch irgendjemand eingebrochen ist und ihr wollt dann euch das Video angucken, dann stellt ihr plötzlich fest, scheiße, das funktioniert, was mache ich denn nun? Dann müsst ihr anschließend nicht bei mir kommen, Detlef, du hast dann recht gehabt. Dann braucht ihr nicht mehr bei mir ankommen. So, also, ich wünsche euch einen schönen Abend.